Hallo, Sven Beiker, Automobilingenieur aus Deutschland. Ich habe an der TU Braunschweig Maschinenbau, Fachrichtung Fahrzeugtechnik studiert und promoviert. Dann Mitte der 90er bei BMW in der Fahrwerksentwicklung begonnen, über das Innovationsmanagement in München mit BMW nach Silicon Valley gekommen, wo ich Trend- und Technologie-Scouting gemacht habe. Von dort an die Stanford-Universität, wo ich das Center for Automotive Research in Stanford aufgebaut habe, ein Industriepartnerschaftsprogramm, was Hochschule und Industrie zusammengebracht hat, um die Mobilitätsthemen anzugehen. Von dort in die Beratung, erst bei McKinsey und jetzt seit knapp 3 Jahren selbstständig mit Silicon Valley Mobility. Ich habe immer noch meinen Lehrauftrag an der Stanford-Universität, also ich bin gerne an der Schnittstelle von Wirtschaft und Hochschule unterwegs. Beim automatisierten Fahren, was natürlich für sich genommen schon mal ein spannender Trend ist, denke ich, haben wir einmal natürlich sehr, sehr viel auf der technischen Seite, sei es mit künstlicher Intelligenz oder bessere Sensoriken mit LiDAR-Technologie, ob das Scanning LiDAR ist oder Solid-State LiDAR, solche Geschichten, aber auch Kameratechnologie und so weiter. Also es ist eine ganze Menge technisch, aber auch auf der betriebswirtschaftlichen und auf der Geschäftsmodellseite, dass man eben jetzt versucht, das automatisierte Fahren speziell mit Shared Mobility zusammenzubringen. Und dann auch immer noch die Frage, was soll es denn sein? Soll es ein Personenwagen sein oder soll es nicht doch ein LKW sein? Also was das erste autonome Fahrzeug sein wird, das weiß man auch noch nicht so genau, aber da gibt es einige spannende Trends. Silicon Valley ist schon so eine spannende Sache irgendwie. Natürlich ist es spannend, sonst wäre ich nicht seit 17 Jahren da. Aber es ist diese interessante Mischung aus Genialität und Naivität. Also da gibt es schon eine ganze Menge Genies, die sich wahnsinnig gut mit künstlicher Intelligenz auskennen und Laserscanner zusammenbauen und so weiter. Aber auch eine Naivität, wo man eben einfach glaubt, naja, da baue ich jetzt mal was aufs Auto drauf und fahre damit ein bisschen auf dem Parkplatz rum und guck mal, was passiert. Also das ist schon eine ganze Menge und muss man auch sagen, dass man sich in Silicon Valley im Allgemeinen besser verkaufen kann, als wir das normalerweise in Deutschland tun. Und dadurch findet man häufig auch mehr Gehör als manche andere, auch sehr versierte Mitspieler. Von daher wird da einfach vieles vorangetrieben und häufig eben eine große Vision dargestellt und kolportiert, die uns alle irgendwo weiterbringt. Aber auch da wird letztendlich nur mit Wasser gekocht, was bei 100 Grad eben zu blubbern anfängt. Ich denke schon, dass die deutsche Automobilbranche grundsätzlich gut aufgestellt ist. Und zwar insofern, weil man A begriffen hat, dass es viel von diesen neuen Technologien und Gedankengut aus dem Silicon Valley, aber auch aus anderen Regionen, wie beispielsweise China, braucht. Die deutsche Automobilindustrie, glaube ich, ist auch gut aufgestellt, weil sie einfach Auto richtig gut versteht. Bedenken sind durchaus angebracht, ob man denn diesen Wandel schnell genug schafft. Da aber keiner ganz genau weiß, wie schnell sich dieser Wandel vom klassischen Auto, was eine Person kauft und fährt, hin zu einer neuen Mobilität mit Sharing und Automatisierung, wie schnell das Ganze gehen wird, kann man noch gar nicht überhaupt sagen, wer denn die Gewinner und Verlierer sein würden. Aber ich glaube, die deutsche Automobilindustrie muss sich zumindest nicht verstecken, aber muss sich auch anstrengen. Also die Frage nach dem Wann beantworte ich immer gerne mit dem Wo. Also die Frage ist nicht unbedingt, wann es autonome Autos geben wird, sondern wo. Und da denke ich eben, dass es schon sehr, sehr bald solche Shuttle-Fahrzeuge geben wird, die einen dann vielleicht vom Bahnhof ins Einkaufszentrum fahren werden. Aber dieser wundersame Tastenklick, der mich jetzt hier in Aachen von der Steinebacher Straße irgendwie zum Kölner Flughafen fahren kann, ohne dass ich irgendwas zu tun brauche. Ich glaube, das ist ferne Zukunftsmusik. Also wir sind sicherlich am Anfang eines Überganges von einem rein menschengesteuerten Fahrzeug hin zu einer komplett computergesteuerten Mobilität. Aber das ist ein Übergang, der sicherlich mehr als 20 Jahre braucht. Aber eins kann ich sagen, die 2020er werden bestimmt spannend sein.